Ich freue mich riesig, wieder zusammen mit die 55 plus, eine Generation auf dem Vormarsch. Und ich freue mich, wie Gott uns ermutigt und Hoffnung freisetzt, die zur Glauben führt, weil ich bin überzeugt, solange wir Leben haben und Atem haben, wir wollen den Herrn preisen und wir wollen weiter deklarieren die Verheißungen, die Worte, die Treue, die Güte des Herrn. Amen? Okay, ich möchte hier noch etwas, wer bei den letzten Clip war über Kaleb, der wirklich diesen Berg von der größten Riese genommen hat, in Besitz, hat der ganze Namen verändert, das Volk geöffnet, ein großer Durchbruch, und er änderte die Namen in Hebron. Das war, als in Abrahams Zeit, sein Großvater ganz zurück, eigentlich Kaleb kommt von dem Stamm Juda, Lobpreis, Löwenstamm, Herrschaftsstamm. Okay, und so, das war Abrahams Lieblingsort in das verheißene Land. Und es spricht sehr viel von dem Terebinth von Mamre. Da hat er auch ein Altar gebaut, da hat er gewohnt lange. Und dort auf Hebron wurde Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka und Jakob und Lea begraben. Und ich wollte sagen, er hat diesen Ort wieder angenommen und besitzt für Gott, und er hat sich verbunden dadurch mit die ganze Quelle der Verheißungen, und das Wort Hebron bedeutet Freund, Allianz, Communität und Verbindung. Und so, Kaleb hat diesen Ort wieder in Besitz, die Verheißungen, zurück zu den Vätern, zu den 3 Generationen, Abraham, Isaac, Jakob, die Frauen, die dort begraben waren. Er ist in eine Allianz gekommen, eine Bündnis gekommen und in eine Freundschaft gekommen mit den Vätern und die Verheißungen des Vaters. Ich möchte noch sagen, wenn wir sprechen über Transformation von wirklichen Orten, in denen wir leben, oder bestimmte Erziehungswerke oder Regierungen in Deutschland, und wir wollen Veränderung sehen. Wir wollen zurückgehen zu Gottes ursprünglichen Menschen, die mit ihm in dieses Land was gewirkt hat. Und so sei mutig, sei ein Kaleb und sei stark. Und ich möchte auch sagen, Hebron wurde dann zu einer Levitenstadt, wo die Leviten teil hatten. Und das bedeutet, da wurde den Lobpreis, die Gebete, den Opfern und ein wirklicher ständiger Wohlgeruch zu Gott erhoben. Vielleicht Gott ruft dich wirklich, eine Trompete zu blasen, ruft die Leute, die wach sind oder nicht so wach, zum Beten, und leite eine Gebetsgruppe und lass die Anbetung und Lobpreis aufstehen. Oder vielleicht bau eine Communität, bau eine Freundschaft, bau etwas, wo ihr zusammenkommt. Das brauchen wir in diesen Tagen, wo wirklich, wir wissen nicht, wie die Welt aus dieser Krise kommt. Aber wir werden neue Formen, neue Wege, neue Gemeinschaften, neue Freundschaftswege bauen. Und ich glaube, die Mutter und Väter sind wichtig. Und Hebron war auch eine Stadt der Zuflucht, wo jemand, der schuldig angeklagt war von jemand, wenn jemand wirklich von jemand gejagt wurde, die ihn angreifen wollte, und er war unschuldig. Ein Zufluchtsort für Leute war auch Hebron. So,
Lasst uns glauben, dass wo wir Siege gewinnen über alte Systeme, wo wir Siege gewinnen und gerade jetzt, wo Dinge erschüttert, es braucht neue Sachen. Ich ermutige die 55 Bauleute, die 55 Leute, die wirklich Coaches sind und haben Erfahrung. Hey, du bist heutzutage ganz wichtig, Neues ins Leben zu bringen. Okay, und heute möchte ich eine andere Geschichte erzählen, aber ich möchte über eine ganze Generation steht auf. Und jetzt will ich das auch sagen. Ich spreche jetzt von das erste Kommen Jesu. Und bei der ersten Kommen Jesu, eine ganze Generation war involviert. Es fing an mit Zacharias und ein Engel erschien ihm. Er war ein Priester, was sagt er? Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren hoch in ihren Tagen weit vorgerückt. Okay, so jetzt kommen wir, es fängt an mit Leuten 55 plus. Ich glaube persönlich, dass Zacharias war ungefähr in seine 60er Jahre und ich bin sicher, Elisabeth war über 55 plus. Und die waren, sagt hier selber, die waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Gott fängt an, diese Leute haben ihr Ganzes, sie waren gerecht, aber diese Elisabeth hat Schmack getragen, ihr ganzes Leben. Aber die beiden flehen Gott, hatten gefleht für einen Sohn. Und hier kommt der Engel und sagt, deine Flehen ist gehört. Deine Frau Elisabeth wird ein Sohn. Und dieser Sohn wird der Weg bereitet, der größte Propheten, der vor den Angesicht der Messias gehen wird. Er wird den Weg bereiten und er wird erfüllen diese Weissagungen und er wird kommen in der Kraft und der Geist der Elia. So diese 55 plus 60 Leute, die auch nicht in ihr Leben wirklich die Frucht gesehen haben, wofür sie gebetet hat. Ihr Gebete, sie sind die Leute, die Gott dann benutzt hat, diese größte Prophet hervorzubringen, der Wegbereiter des Herrn. Und ich glaube das für unsere Generation. Dann waren die Teenagers involviert und junge Leute. Dann die Engel kam zu Maria. Und das ist auch eine gewaltige Sache. Er erwählt eine Jungfrau, eine Teenager, 15 bis 17, sage ich. Und ich glaube, Josef war zwischen 25 vielleicht bis 30. Ich denke, die Männer waren ein bisschen älter, wenn sie heiraten damals, weil dass sie ein Haus und alles hatten und so weiter. Diese jungen Leute, und merke, alle jungen Leute, Maria war eine Jungfrau. Da muss man sagen, es ist wichtig, wie wir leben und welche Entscheidungen wir machen mit unserem Körper und alles, dass wir auch gerecht und rein und heilig leben. Und auf jeden Fall, da kam der Engel und diese Jungfrau, diese war auserwählt mit viel Gnade hervorzubringen, das Königreich, der König von dem Königreich, der Retter der Welt und Jesus der Messias, wofür ihr ganzes Volk seit Abraham und David gewartet hat. Ich glaube, diese jungen Leute brauchen uns heutzutage. Das Erste, was Maria tat, weil der Engel hat ihr diesen Tipp gegeben und gesagt, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. In ihr Alter.
die unfruchtbar genannt war. Das ist der größte Schmack für eine Frau in diese Tage. Es war wirklich wie, du bist geflucht, du bist total, du hast deinen Teil ins Leben nicht erfüllt. Und Maria, weil das so überwältigend war, niemand hat sie verstanden. Sie läuft mit aller Kraft zu besuchen, nicht läuft sie nach einer Reise, längere Reise, zu Elisabeth. Und hier ist die Sache, Elisabeth und Maria, zwei schwangere Frauen, die etwas zur Geburt bringen. Ich spreche jetzt nicht nur von Kindern, aber zu Bewegungen. Ich spreche, bist du jemand, der merkt, etwas lebt in dir, etwas muss raus, etwas muss kommen in meine Welt, etwas muss und du betest und glaubst, ich bin eine von denen, die etwas, ich weiß, zur Geburt hat zu bringen. Und ich glaube, ein von diesen Sachen ist 55-Plus-Bewegung. Deswegen bin ich da, euch zu ermutigen, wirklich euren Platz zu nehmen. Auf jeden Fall, Maria kommt rein und diese ältere Frau, sie rief mit lauter Stimme, erstmal das Kind in ihr Leib hat gehüpft, als sie Marias Stimme hörte und sie rief mit lauter Stimme, wow, laut ist gut. Ja, bitte, wenn wir älter sind, sprech etwas lauter. Ich muss immer zu den Leuten sagen, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ich kann es nicht hören. Okay, und sie sagt, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in mein Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glücklich bist du, Maria, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu dir geredet ist. Wow, sie segnete sie. Sie sagt, ich verstehe dir. Ich weiß, was in dir geschehen ist. Das ist von Gott. Das wird in Erfüllung kommen. Sie nahm diese junge Frau auf und die ältere Generationen, sie hat sie ermutigt, du kannst das tun. Sie sind geblieben 3 Monate zusammen. Sie haben zusammen, ich glaube, sie hat von ihr gelernt über die Schwangerschaft. Ich glaube, sie war bei der Geburt dabei, damit sie das wirklich weiß. Und ich glaube, sie haben die Schrift gelesen, sie haben gesungen, sie haben gebetet und die ältere Frau hat sie begleitet, damit sie Kraft hat. Und während sie da war, hat Gott zu Josef gesprochen und Dinge umgedreht für diese junge Frau. Wir müssen stärken die nächste Generation in ihre Berufungen. Wir bereiten den Weg, aber sie bringen die Königsherrschaft in der Welt. Sie haben einen riesigen Auftrag und sie sind jung und brauchen unsere Hilfe. Und das Abschluss von dieser ersten Kommen Jesu, nachdem Maria das Baby hatten, Josef und alles, dann kommt Maria nach, glaube ich, 40 Tagen, das Kind, ihr erstgeborener Sohn, darzustellen zu dem Herrn. Und gerade diese Zeit kommt eine, jetzt kann man sagen, nicht nur eine 55-Plus-Person, jetzt kommen 2 Leute, 90 oder 100 oder 84 bis 100 oder älter als 100, die kommen in der Geschichte. So jetzt sehen wir die 80 bis über 100, wir sehen 55 plus 60 Gruppe, wir sehen Teenagers und junge Leute, junge Männer. Eine Generation. Und jetzt kommt Simeon und er war gerecht und gottesfürchtig. Und er wartete auf den Trost Israel. Und der Heilige Geist war auf ihn. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle,
ehe den Christus des Herrn gesehen habe. Und kam durch den Geist in dem Tempel, gerade als die brachten das Kind. Und nahm das Kind in seinen Arm. Begrüßte die neue Bewegung. Begrüßte die Kinder und was Gott vorhat. Und segnete diese junge Ehepaar. Und hat bestätigt, das ist der, auf dem wir gewartet haben. Und hat gesungen ein Lied. Ich möchte auch sagen, Zacharias hat ein Lied gesungen, Elisabeth hat ein Lied gesungen, Maria hat ein Lied gesungen und jetzt Simeon singt ein Lied und Anne verkündet alle Menschen. Sie ist von 84, sagen einige, bis 104, überall. Auf jeden Fall, und hier ist sein Lied. Nun, Herr, erlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Dann kam Hannah, die Prophetin. Sie war weit in ihren Tagen, weit vorgerückt. Weit vorgerückt. Sie hat ihr ganzes Leben, vielleicht seit 20 oder so, ihr Mann, sie war eine Witwe, ganz junge Witwe, ihr ganzes Leben in dem Tempel gebracht, mit Tag und Nacht, mit Fasten und Flehen. Sie kam genau in die gleiche Stunde, lobte Gott und hat alle Völker gesagt, dass das Kind über die Erlösung Jerusalems. Und ich möchte dich ermutigen, wir sind eine ganze Generation. Elisabeth und Zacharias hervorzubringen, Johannes der Täufer, war ganz wichtig. Simeon und Anne war ganz wichtig. Sie haben Jahre nach Jahre nach Jahre, nach Dekade gebetet und gehofft und wusste, der Heilige Geist gesagt hat, wir werden nicht sterben, bis wir das sehen, bis wir den Messias sehen mit unseren Augen. Kann es sein, dass wir, 55 plus Generationen, immer noch da sind, wenn Jesus zurückkommt? Ich persönlich glaube das, weil ich glaube, der zweite Kommen ist nah und es wird wieder eine ganze Generation, die singt das Lied des Herrn und zusammensteht, ihn zu begrüßen. Für den König.